eigenes Soloprojekt zu machen, kam im Jahr 2007. Ich wusste genau, wir hatten 10 Jahre RPWL schon auf dem Buckel, haben dann schon relativ viel Alben gemacht, waren für unsere Verhältnisse schon sehr erfolgreich auf dem Weg. Und ich habe aber gemerkt, jetzt wird es langsam mal Zeit für was Neues. Ich hatte auch sehr viele Songs geschrieben, die deutlich härter waren. Ich war auch sehr interessiert daran, meine eigenen Texte zu schreiben, meine eigenen Melodien zu machen. Ich kann mich erinnern, wir haben Eclipse Festival gespielt in Aschaffenburg im Kolossal mit Arena zusammen. John Jowett hat damals Bass gespielt und wir standen an der Bar und haben Bier getrunken und ich habe ihm erzählt so ein bisschen, was ich vorhabe und er hat dann sofort gesagt, ich soll ihn anrufen, weil das kann nur was Tolles werden und ich hatte dann auch Bock, viele Gäste einzuladen. John Mitchell war mit on board, Paul Wrighton war mit on board, Clive Nolan hat sogar was mit beigesteuert. Und lustigerweise war es Yogi, der mich darin bestärkt hat, der nicht gesagt hat, oh, das ist aber komisch, dass du noch neben RPWL was anderes machst. Ganz im Gegenteil, er hat mich noch bestärkt darin, das anzugehen. Wenn ich jetzt zurückblicke auf alle 3 Alben, jetzt auch mit dem Abstand, dass Liquid jetzt auch seit einem Jahr auf dem Markt ist, dann fällt mir natürlich schon auf, dass die Platten unterschiedlich klingen. Und das ist auch gut so, weil man einfach merkt, okay, es sind 10 Jahre vergangen. Man hat auch für sich selber eine Entwicklung durchgemacht. Man ist nicht stehen geblieben. Das heißt ja nicht immer, dass jede Entwicklung positiv sein muss. Aber erstmal ist eine Entwicklung natürlich deswegen was Positives, weil man als Künstler niemals stillstehen sollte, niemals stehen bleiben sollte. Man sollte immer den Bock haben, neue Sachen auszuprobieren und mal mit anderen Musikern zu arbeiten, über seinen eigenen Tellerrand rausschauen. Das halte ich für extrem wichtig. Und beim Songwriting ist es, glaube ich, auch so. Die Songs, die ich damals geschrieben habe, würden mir heute nicht mehr einfallen. Und das, was ich heute schreibe, auf die Idee wäre ich früher nicht mal im Ansatz gekommen. Viele haben zu mir damals gesagt, ui, Soloplatte von RPWL-Gitarristen, da hätten sie sich jetzt vielleicht was anderes erwartet. Aber dass das eigentlich dann doch so ein rockiges Brett wird, das war, glaube ich, für viele eine Überraschung. Waren da auch welche enttäuscht eigentlich? Hast du eigentlich auch negative Sachen gehört? Naja, ich bin mir sicher, dass es halt nicht allen gefallen hat. Die erste Platte war ja noch so von der Komposition vielleicht ein bisschen mehr an RPWL angelehnt. Es sind ja auch Songs drauf, die übrig geblieben sind, die einfach nicht berücksichtigt wurden für ein RPWL-Album. Aber die Songs, die ich extra für geschrieben habe, sowas wie Obsession, Don't Ask Me Why, Break You, das sind dann schon auch die Songs, die ja schon auch so ein bisschen in die Richtung gehen, wo es ja auch später dann weiterging. Ja. Es hat sich definitiv weiterentwickelt. Allerdings hat man jeder Platte weniger Einflüsse von RPWL bemerkt. Also es ist was ganz Eigenständiges geworden, was ja selten Musikern gelingt. Wenn man halt irgendwie diese Rockmusik von Blind Ego halt eher macht und sich so ein bisschen, ich sag mal, übertrieben breitbeinig da vorne hinstellt, dann hat man so ein ganz bisschen mehr diesen Rock'n'Roll-Faktor, der halt einfach auch unglaublich Spaß macht, den zu machen. Also insofern zu sagen, was besser und schlechter ist, geht gar nicht. Aber eben, ich sag mal, nach 20 Jahren Sylvan, auch mal 2 Jahre Blind Ego, breitbeinig vorne an der Bühnenrand zu stehen und mit Kalle, Julian und Scott vor allem auch da vorne in einer Reihe zu stehen, das macht halt tierisch Spaß. So proggy finde ich uns ja gar nicht. Also eigentlich würde ich ja sagen, wir sind eine Rockband. Ja, weil es ja nicht so klingt, aber es gibt genügend Fünfer und Dreier und Siebener haben wir nochmal, einen Neuner haben wir, glaube ich, auch mal mit drin. Und der Trick ist ja, dass es eben nicht so klingt, weil es ist natürlich auch nicht so cool, wenn das Publikum unten steht mit dem Taschenrechner, um irgendwie mitwippen zu können. Von vornherein habe ich gemerkt, dass im Gegensatz zu viel anderer Progressive Rock Musik hier nicht unnötig viel Kopf drin ist, sondern hier sind einfach Cojones im Spiel. Es hat Kraft, es hat Attitüde, es ist sexy und dann kannst du auch als Frontman dir vorstellen, ja,
das könnte ich vorne vorstellen. Ja? Die Instrumentalpassagen haben die richtigen Längen. Sie sind von Herzen gespielt und auch wieder breitbeinig. Und das war auch etwas, was ich länger auch gesucht habe. Persönlich komme ich ja aus den 80ern, habe die komplette Heavy-Metal-Phase mitgemacht, mit langen Haaren und so weiter. Und das ist immer noch meine heimliche Liebe. Die ganzen Rock-Sachen, die passieren, das ist immer noch, da geht bei mir persönlich halt die Sonne auf. Und dass ich in der Richtung mir quasi neben RPWL ein Projekt geschaffen habe, wo ich die Seite von mir auch zu 100% ausleben kann, das bereichert mein Leben, vor allem also mein musikalisches Leben natürlich unglaublich. Es ist ja nicht immer alles autobiografisch, was man schreibt. Oftmals ist es ja auch frei erfunden. Also getreu dem Motto traue ich immer der Kunst, aber nie dem Künstler. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema von Liquid, vom letzten Album, dass einfach diese Weiterentwicklung da ist, dass es verschiedene Seelenzustände sind, dass es oft alles nicht so schwarz-weiß ist. Und dass alles sprichwörtlich im Fluss ist, in Bewegung ist. Dadurch, dass ich auch den Kopf wieder frei habe, ich habe mich austoben können mit mir und der Gitarre und mit meinen eigenen Sachen und bin dann natürlich auch im Umkehrschluss wieder kompromissbereiter, wenn es darum geht, neue RPWL-Songs zu schreiben. Ich glaube ja, dass Extremsituationen besonders gut sind, um Songs zu schreiben. In meinem Fall ist es leider so, dass vor allem negative Extremsituationen zu Songs führen. Ein Dauerzustand könnte jetzt zum Beispiel eine Trennung sein, eine schwere. Das ist vielleicht sogar gut dann für ein Doppelalbum. Einfache Streits reichen nur mal vielleicht für eine Ballade. Das ist jetzt total unterschiedlich. Wir haben ja hier den riesen Vorteil, wir haben uns ja hier dieses alte Bauernhaus hergerichtet, das nicht nur als RPWL-Hauptquartier, sondern auch als Firmensitz für unser Label dient. Wir haben hier 2 Tonstudios und es war natürlich naheliegend, dass wir Liquid auch komplett hier produzieren. Sieben Jahre Pause ist eigentlich viel zu lang für die Band oder für ein Projekt, aber eigentlich hat es die Zeit eigentlich auch gebraucht. Vorher ging einfach nicht, zu viele andere Baustellen. Es gibt auch so eine Phase, da hat man auch weniger zu sagen, dann sollte man auch keine Songs schreiben. Ich habe die Pause schon gut gefüllt, aber es war schon ein bisschen komisch, weil es einfach so richtig so eng war und so cool war. Und ich hätte am liebsten, ich hatte so viel Energie drin und die wäre ich gern losgeworden. Ich habe das dann in andere Projekte gesteckt, aber natürlich auch immer wieder mit dem Kalle Kontakt aufgenommen. Lass mal was hören. Ja, der genau. Lieblingssatz. Ja, genau. Aber ich kann mich noch erinnern, als ich damals das Demo von A Place in the Sun fertig hatte, da habe ich dich angerufen und habe dich dann, glaube ich, gleich danach besucht. Weil ich gesagt habe, jetzt glaube ich, haben wir das Album zusammen. Weiß ich noch, wenn wir da im Wohnzimmer gesessen sind, du hast das Zeug eingelegt, ich habe mir gedacht, hey, wow, jetzt aber... Mit meinem Demo-Gesang. Mit deinem Demo-Gesang, ja, du hättest schon draufbleiben können, aber anders war es auch cool. Genau. War's auch ganz cool. Ja, und dann war ja bei NAMM war das doch da so, dass wir dann danach so eine eingeschworene Reisegruppe waren, dass ja eigentlich alle sofort gesagt haben, wann geht's weiter? Ja, genau. So. Und Ja. dann kam erstmal nichts. Obwohl die Tour extrem gut verlaufen ist und ich wirklich ein total gutes Gefühl danach hatte, war dann plötzlich trotzdem der Faden gerissen. Ich glaube, vor allem hat es damit was zu tun, dass wir mit RPWL natürlich wieder sehr fleißig waren, dass wir dann zwischenzeitlich Anfang 2010 unser eigenes Label gegründet haben mit Gentle Art of Music. Es waren dann einfach so viele andere Baustellen, die es auch zu beackern gab. Wir waren
wir haben sehr viel veröffentlicht. Ich war unterwegs, wir haben neue Bands gesigned. Es war wirklich sehr, sehr viel zu tun. Und ich hatte aber auch gespürt, nach 2 Alben mit Paul wollte ich gerne auch mal mit anderen Leuten zusammenarbeiten, wollte mit einem anderen Sänger mal arbeiten oder vielleicht sogar mit mehreren. Die Idee kam dann irgendwie erst so mit der Zeit. Und das hat einfach gedauert, bis man da die richtigen Leute gefunden hat, bis wir über die auch ein bisschen gestolpert sind. Da muss man manchmal auch so auf den Zufall warten. Erst als aber eigentlich klar war, dass Arno einen Teil übernehmen würde und wir fangen jetzt an, Gesang aufzunehmen, hat die ganze Produktion auch wieder Fahrt aufgenommen. Und dann hat man es endlich zu Ende gebracht. Was viele ja gar nicht wissen, dass du ja im Prinzip videomäßig ja quasi der Mastermind bist hinter dem Projekt. Viele kennen dich ja noch nur als Bassisten. Ist ja bei dir jetzt quasi anders. Du hast ja jetzt nicht nur die ganzen Trailer und so weiter alles geschnitten, sondern du hast ja vor allem mit dem Kollegen Sebastian Bock zusammen habt ihr dieses das Black-End-Video gedreht. Und dann fiel mir dieser Bunker ein, in dem ich mal irgendwann eine Besichtigung gemacht habe. Und dann bin ich da halt hin und habe das besichtigt. Und das war sehr lustig, weil ich auf dem Weg nach Hause von der Besichtigung in der U-Bahn auf dem Laptop eine Skizze gemacht habe, wie die Leute da so stehen könnten. Und dieses Bild ist natürlich total rudimentär als Skizze, aber so sah es dann zum Schluss auch aus. Erinnerst du dich auch an den Moment, als wir da standen und dann das erste Mal hinten auf den Monitor geguckt haben und das erste Mal so auf Playback gedrückt haben und es uns angeschaut haben und wir alle dachten, ja, weitermachen, wie geil ist das denn? Das war schon ganz schön beeindruckend. Ich kann mich aber auch erinnern, dass es war ein Sonntag und es hatte die ganze Zeit vorher so geregnet und wir hatten wirklich Angst, dass wir das überhaupt drehen konnten, weil es ja nicht wirklich überdacht ist. Ja. Aber es war dann Gott sei Dank trocken, aber was geblieben ist, es war die Schweinekälte da oben. Es war so arschkalt. Das hatte mit Frühling oder mit Frühsommer nichts zu tun. Wir saßen da oben mit Mützen, gefühlten minus 20 Grad. Ja, vor allem in dem Bunker wurde es auch nicht warm. Es war ja so eiskalt. Ja. Das war irre. Also zum einen, weil ich halt da mit 40 Fieber hoch bin. Und das war jetzt nicht so cool, aber so energetisch war es ja dermaßen Wahnsinn. Da oben Arno mit dabei. Alle gut drauf, dick eingepackt natürlich, klar, weil der Wind ordentlich gepfiffen hat. War schweinekalt. Das war richtig kalt, ja. Also diese Belüftungsschächte von den alten Flakentlüftungen, da hat es halt ordentlich durchgepfiffen. Aber es war echt eine Irrsinnserfahrung, also unglaublich. Und die Location war ja Wahnsinn. Also besser geht's ja gar nicht. Im Nachhinein das Spannende bei dem Videodreh war ja, dass wir noch gar nicht wussten, in welchem Line-Up wir auf Tour gehen würden. Zwischenzeitlich war die Frage, ob man überhaupt touren sollte oder nicht. Aber ich hatte dann so Bock drauf und habe dann auch beschlossen, wir booken mal eine kleine Promotour über 2 Wochen und habe dann erst die Musiker dazu fertig ausgesucht. Da war für mich eigentlich klar, dass der Michael am Schlagzeug einfach gesetzt ist. Der hat die letzten 2 Alben gespielt. Ich stehe unglaublich drauf, wenn man einen Schlagzeuger hat, der die Band auch führt, der auch diese Präsenz hat, gerade im Rockmusikbereich, der dann nicht irgendwie nachlässt, sondern im Zweifelsfalle immer auch vorne steht, gefühlt vorne steht und eben die Verantwortung an sich reißt. Ja, das war ganz lustig. Ein Kollege von mir aus dem Drummers Focus mich wohl empfohlen hat, der in Kalles Band RPWL Schlagzeug spielt, der Marc Thuriot. Und der meint, ja, also der Michi, der glaube ich, der wäre der Richtige für das Zeug. Also ich finde, dass speziell jetzt dein Schlagzeugspiel das natürlich extrem auch geprägt hat. Wir haben ja irrsinnig viele Komplimente bekommen für den Schlagzeugsound. Das liegt natürlich nicht nur am Sound, sondern es liegt natürlich daran, wer es gespielt hat. Ja, aber das sind schon auch die Drums. Also dieses Acryl-Zeug, das hat ja Bonham schon bewiesen. Also da hat man mit 2 Mikros aufgenommen. Und wenn man sich diese alten Aufnahmen anhört, dann weiß man, was so Zeug kann. Das hat schon einen Mordsdruck eigentlich. Und ich spiele sowieso laut, also ist es das richtige Instrument für mich. Und dann
hast du mich vorgewarnt, hast gesagt, du, pass auf, bring dir irgendeinen Gehörschutz mit oder so, der Michi spielt halt laut. Damals haben wir ohne Indie gespielt. Und ich habe gedacht so, laut, geh, ist doch wurscht. Und dann erste Probe und nach 10 Minuten, alles klar, dann nehmen wir mal Servietten oder sowas. Vorher natürlich immer Rockmusik gemacht. Damit bin ich aufgewachsen, das ist einfach meins, das ist mein Leben. Dadurch, dass er diesen ganzen Prog hinter sich hat sozusagen und das ganze Vertrackte, der Rhythmus ist vielleicht einfach an dem Part, aber er muss halt trotzdem punchen irgendwie und doll kommen. Und das macht der Michi halt unfassbar. Und diese Spielfreude ist halt unfassbar geil. Und die Songs haben es halt auch hergegeben. Das war ja auch noch das. Und nach Dreamscape, nach diesem ganzen Verspielten und da muss noch was rein und hier noch ein Fill und da noch ein Hi-Hat-Dings, dann war es halt einfach ganz cool, mal wieder Puff, Zack machen und sich mit den Fills zu beschäftigen. Also so kann man dann Akzente setzen. Dass Sebastian wieder Lust hatte und Zeit gefunden hat, mit on board zu sein, hat mich ganz besonders gefreut. Wir sind seit vielen Jahren befreundet. Als ich das Album gehört habe und dann wusste, ja, Tour, ich spiele mit, habe ich natürlich Gedanken darüber gemacht, welche Songs werden vielleicht anspruchsvoll, die vorzubereiten und welche nicht. Und wenn du dir die Slap-Sachen von dem Panzerballett-Bassisten anhörst, da habe ich schon gedacht, so hui, so, das ist aber schon ganz schön anspruchsvoll. Aber es war eben nichts, wo ich kategorisch gesagt habe, das schließe ich aus, das kann ich nicht. Der Sebi hat halt was mir total gefällt, der hat diesen rauen Basssound. Bei dem Song Not Going Away gibt es halt am Anfang ein Keyboard auf der Platte und dann habe ich meine Basspedale so umprogrammiert, dass ich halt tatsächlich den Sound von der Platte in den Synthesizer gekriegt habe. Und weil ich es natürlich nicht mit den Füßen spielen konnte, habe ich so ein 2-Oktaven-Keyboard dabei. Und es ist natürlich geil, wenn du halt das auf deinem Synthesizer spielst und dann überschwingst zum Bass und am Ende des Songs jeder dir sagt, oh, die Stelle kam vom Band und du denkst so, nee, die habe ich schon gespielt. Gitarrist hatte ich mir den Julian Kellner schon angeschaut. Dante sind ja auch bei uns unter Vertrag. Toller junger Gitarrist, ausgezeichnet. Er wusste ja nicht, dass wir schon Bewerbungsgespräche führen, als wir uns 2-3 Mal unterhalten hatten. Aber das, was man halt auch aus der Erfahrung mit Bands on Tour gelernt hat, ist, dass es extrem wichtig ist, dass man nicht nur gute Musiker hat, sondern vor allem nette Leute hat, die Bock drauf haben, die motiviert sind, die ihre komplette Energie und ihren Einsatz in so ein Projekt mit reinbringen. Sonst funktioniert das Ganze einfach nicht. Den kannte ich ja gar nicht. Und du hast mir nur erzählt, dass du Julian kennengelernt hast. Und meintest halt, ich weiß noch, wie du am Telefon sagtest, der ist halt schnell, sehr schnell. So, und dann weiß ich noch, das hat er nicht gehört. Da war ich beim Aufbauen und er dachte, ich wäre nicht im Raum oder so und hat sich irgendwie warm gespielt oder hat irgendwas gemacht. Und ich stand da in der Ecke und hab gedacht, leck mich am Arsch, das ist aber echt schnell. Großer Moment von Julian. Das ist auch das, was ich an Julian so mag, ist, dass er kann natürlich die ganzen Tappings, er kann blitzschnell spielen, aber er weiß auch, an welcher Stelle er röhren muss. Am Einstieg, zwischendurch kurz was richtig reinhauen und dann wieder Berührung. Ja. Ich finde es total toll, wenn es jemand super macht, aber ich persönlich lege mehr Wert auf Melodien. Mir ist dieses schnelle Spiel ja nicht so wichtig. Ja. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt so einen Gitarristen, so einen schnellen noch dabei habe, im Mittelwert passt es dann wieder. Ja, hat es auch. Ja, und dann noch Never Escape the Storm. Ja. Ich sehe, wie der Regen runterkommt und wie er da vorne steht. Und er kam auch nachher zu mir und meinte, genau, es war so extrem cool, in dem Regen da zu stehen und das Schlusssolo zu spielen und da rauszuschauen, das zu sehen. Zweite Gitarre ist ja immer so ein bisschen ein schwieriges Thema. Als Gitarrist, der ein Soloalbum macht, verbaut man ja relativ viel spezielle
Eigenheiten, die man einfach als Musiker hat in seinen Songs. In die Welt von einem anderen Gitarristen einzusteigen, ist, glaube ich, relativ schwierig. Und da habe ich wirklich einen riesen Respekt, dass der Julian sich das drauf geschafft hat, versucht hat, irgendwie auch zu verstehen, wie ich ticke. Und er hat es wirklich großartig gemacht. Er hat einen tollen Ton. Er ist ein technisch extrem versierter Gitarrist und ich glaube, wir ergänzen uns da ganz großartig. Auch so ist man natürlich immer so dran, wenn jetzt jemand wirklich eine Ecke jünger ist, dass man denkt, ja, das passt da persönlich nicht so, also mit weniger Lebenserfahrung und so, aber er ist so erwachsen, dann schon, dass man sagt, irgendwie, das ist überhaupt nicht ausgefallen, also außer, dass er besser ausschaut als mir. Drückt auf jeden Fall den Altersschnitt. Ja, ja. Und dann blieb halt zu guter Letzt nur noch die Sängerfrage und das war wirklich schwierig. Also die Castings waren häufig. Und es waren 5, 6 Kandidaten, die da in Frage kamen und wo ich auch dachte, da ist auch der Richtige dabei. Du musst jemanden finden, der nicht nur 4, 5 Sänger von allen 3 Alben insgesamt präsentieren kann, der also einen tollen Range hat, der eine Ausdrucksform hat, der aber auch mir im Prinzip den Frontmann abnimmt, weil ich bin nicht der vorne stehen möchte live auf der Bühne, ich bin ein Sideman, ganz klassisch. Und mache das am liebsten, was ich machen möchte, nämlich Gitarre spielen. Also brauche ich jemanden, der für mich durch den Abend führt, der das Entertainment übernimmt. Und dass ich dann über einen Scott, über eine gemeinsame Bekanntin gestolpert bin, war wirklich ein extremer Glücksfall. Ja, und dann über eine befreundete Sängerin, die, glaube ich, den Kontakt damals hergestellt hat. Und sie hat mir erzählt, dass Kalle, ein Bekannter im musikalischen Umfeld, einen Sänger sucht, der sowohl in München ist, aber auch noch Progressive Rock singen kann. Als dann die Aufnahmen in Gran Canaria ankommen, als ich da im Urlaub war es eigentlich um mich geschehen. Imagine me, as always, completely without hair, headbanging, clutching the railing, going... And then texting back, yeah, okay. Also es hat keine 10 Minuten gedauert, habe mir nur gedacht, als wenn die Jungs live auch noch so abrocken wie auf der CD, dann will ich und dann muss ich dabei sein. Scott als Native American Speaker, der auch ganz viel Lust und Erfahrung und Energie mit da reingebracht hat, der auch Bock hatte, sich irgendwie diese verschiedenen Sänger reinzuziehen. Nee, wir hatten ja insgesamt 5 Sänger, die du bewältigen musstest. Wir hatten Paul Wrightson, wir hatten John Mitchell, Ja. Obsession, John Mitchell Nummer. Wir hatten Aaron Brooks von Simon Soulcharger. Wir hatten Eric Blomqvist aus Schweden, Arno Menses von Subsignal. Ich meine, das ist ein ordentliches Programm. Das ist ja auch nicht irgendwer, es sind alles tolle Sänger. Ja. Und also das, wie du das dir im Laufe der Tour zu eigen gemacht hast und das neu interpretiert hast, ganz großen Respekt davor. Dankeschön, Dankeschön. Es war eine Wahnsinnsaufgabe, weil das unglaublich gute Sänger sind und auch so in ihrer Sparte auch noch gestandene Sänger sind. Also der eine macht wirklich Heavy Metal, so wie es sein muss. Der andere macht Psychedelic, wie es sein muss. Genauso auch Progressive Rock mit einer wirklich fließenden Stimme, der Arno. Und das alles über Bord zu werfen, so ein bisschen was von jedem zu nehmen und dann sozusagen so eine Lücke zu finden, reinzugehen, aufzuspalten und sagen, hier bin ich. Ich muss irgendwann auch sagen, das ist mir egal, was die anderen machen, das mache ich halt so. Und ich hoffe, dass das Publikum das annimmt, auch dass ihr es annimmt. Und ich glaube, das ist aufgegangen. Sänger ist halt mal ein ganz spezielles Thema und für so ein Projekt jemanden zu finden, also das war jetzt für mich ein Lotto-Sechser. Hallo Nick. Hey! Na? Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Wir sind gespannt. Neue Räumlichkeiten. Neue Räumlichkeiten. Komm rein. Hier passieren einfach so die Dinge, die jetzt keine Maschine erfordern. Wie gesagt, Endmontage, Lackschliffe abkleben. Also ich glaube, wir haben ja
wir bewegen uns in den konservativsten Business der Welt. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, als ich das erste Mal diesen Palisander-Hals komplett, als ich das in der Hand hatte, da habe ich noch zu dir gesagt, ich brauche unbedingt so einen Hals, weil es einfach wahnsinnig toll zu spielen ist und weil diese Präsenz so toll ist. Also wirklich ganz großartig. Das ist auch von deiner Erfahrung, dass man da diese Gitarren eigentlich überdurchschnittlich gut hört im Bandkontext? Also die ist halt irrsinnig tight. Ja. Das ist eigentlich das Coole dran. Also nicht jeder mag das. Jeder nicht, also vor allem viele mögen ja auch diese dicken Hälse gar nicht so gern. Ich finde es gerade großartig, weil einfach du so einen tollen Sound hast damit. Die schöne Geschichte hier zu dem Halsholz ist, ich habe mal das Reo-Palisander, das wurde in den 50er Jahren geschnitten für Billardqueues. Wir konnten mal irgendwie, ich weiß nicht, ein paar hundert Kanteln kaufen, die sind so 4 x 4 Zentimeter zugeschnitten gewesen. Und wie gesagt, für Billardqueues gedacht. Und ich habe mal da die ganze Palette gekauft. Und das ist sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht. Okay. Das sind 2 Teile und wir trennen es halt einfach mit einer Ahornader. Jetzt bin ich gespannt auf die Werkstatt. Mein Lieblingsraum. Eine kleine Schreinerei. Hier ist es im Prinzip, wo die Sache passiert. Ne? Wir fräsen gerade 2 Orca-Bodies und im Prinzip ist gerade diese Rundung hinten, ne? Der Radius für die Korpuskante angefräst. Wie lang dauert es, bis da so ein Korpus ausgefräst ist? Lange, weil wir durch viele verschiedene Schritte gehen. Also es gibt Fräserwechsel, das eine Werkzeug für die Tasche, das andere Werkzeug für die andere Tasche. Und wir lassen es wirklich, man könnte das verschnellern, indem man schneller fräst. Das geht aber zulasten des Fräsbildes. Also, und ich sage jetzt mal, Zeit ist ja nie bei uns so unbedingt soll ja nicht so die Komponente sein, sondern das Ergebnis soll ja so gut wie möglich sein. Hier. Da ist die Schraube. Hier kommt noch ein Anker drüber. Hier ist es jetzt schon so weit, dass die Fläche fertig ist, das Griffbrett. Der nächste Schritt wäre jetzt das Griffbrett aufleimen. Haben wir jetzt so nichts, aber wenn es dann mal so aussieht, ist schön. Ja, Wahnsinn. Hier stehen Gitarren, die Korpus und Hals fertig haben, die jetzt warten, vom Max geschliffen zu werden. Kannst du dich noch erinnern, dass man ja früher für RPWL-Touren hast du mir immer noch mal eine mitgegeben oder so, für extra Stimmungen so. Einmal warst du im Kolossal und du bist aber zu spät gekommen. Du bist dann, glaube ich, erst irgendwie zur Zugabe. Ich? Zu spät? Ja, du warst dann, glaube ich, erst zur Zugabe da und hast meinem Backliner irgendwie, glaube ich, eine Zwängenmeister in die Hand gedrückt. Und der hat dir noch kurz gestimmt auf S runter und in die Hand gedrückt und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Und zack, war es auf der Bühne. Genau, dann haben wir irgendwie die Zugabe, habe ich dann damit gespielt und ich war völlig, was passiert denn jetzt? Ich habe das nicht mitgekriegt. Ich gehe einfach hinter zum Gitarrenwechsel, Backliner. Eine neue. Was ist denn da? Irgendwas habe ich jetzt verpasst. Ich wollte damals eigentlich als Alternative, ich habe damals ganz viel diese Tom Anderson gespielt und ich wollte als Alternative eine PRS haben und habe dann mit dem Andreas Huthansel von Grand Guitars gesprochen und der hat mir gesagt, du kennst doch sicher Nikuba Guitars. Und ich sagte, ja klar, habe ich schon gehört, gesehen davon und ich gemeint, schau dir das mal genauer an. Ja, und weiß ich auch noch, dass und so hat er uns ja damals zusammengebracht irgendwie Ja. und das war wirklich super. Und also das war... Wie lange ist das jetzt her? Ich glaube, das war 2007 oder 2008. Ich glaube 2008 auf der Tour habe ich dann das erste Mal die Gitarren gespielt. Ich glaube, ich bin ein bisschen grauer geworden seitdem. Ja, das war für mich mal. Und bärtiger. Genau. Sind wir beide. Genau. Ja, weiter. Ja. Ich mache es auch zu gerne selber. Ich liebe diese Arbeiten. Holz ausschneiden, verleimen, hobeln. Hier, also eben, hier könnte ich eigentlich mein Bett aufstellen. Das ist mein Lieblingsraum mit der ganzen Firma, wirklich. Das ist dann deine Bettwäsche, oder wie? Das ist mein Bett. Super Farbe ist das. Schöner Charcoal. Ist auch mittlerweile, hat das ein bisschen die blauen Bestellungen vermindert und Charcoal, dieses Grau-Schwarz mit einem schwarzen Burst, machen wir auch regelmäßig mittlerweile. Sieht klasse aus. Einteiliges Quilted-Top und wunderschönes Mahagoni hinten. Oh wow, Wahnsinn. Das ist echt geil. Toll. Hals ist, guck. Das wird der Hals, okay. Das Holz. Super. Das sieht einfach Wahnsinn aus. Ja, ja. So ein dicker Hals wieder. Ja, ja.
Jetzt haben wir ja so viel von Nick Huber-Gitarren gehört. Jetzt muss ich natürlich auch welche davon zeigen. Das war meine erste. Eine relativ schlichte Dolphin, die aber extrem vielseitig klingt. Das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsgitarren. Das ist immer die ich mitnehme, wenn ich nur eine Gitarre zum Beispiel ins Flugzeug mitnehmen kann, dann ist das die eine, mit der man alles spielen kann. Besonderes Stück, weil sehr alt. Les Paul Custom von 1968. Die ist leider schon so ein bisschen von meinem Vorbesitzer in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber ist natürlich so ein Original. Und sowas sollte eigentlich in keiner Sammlung fehlen. Damit habe ich extrem viel auf der Mirror eingespielt. Und immer mal wieder kommt die zum Einsatz. Tolle Gitarre. Besondere Gitarre, weil es meine erste richtige E-Gitarre war. Und, glaube ich, auch jahrelang den RPWL-Sound geprägt hat, ist eine Tom Anderson von 1989, die habe ich damals neu gekauft. Da war ich 17. Hat man vielleicht schon auf dem einen oder anderen Foto gesehen. Ist mittlerweile echt alt, aber ist, glaube ich, irgendwie so, mit der Gitarre bin ich groß geworden musikalisch. Wir haben uns gegenseitig sehr beeinflusst und deswegen ist es so für mich ein ganz besonderes Stück. Und die möchte ich euch auch gerne mal zeigen. Am besten adäquat mit dem RPWL Live Equipment. Das ist auch ein Setup, das ich vor vielen, vielen Jahren gekauft habe, das mich fast schon seit 30 Jahren irgendwie einmal quasi begleitet hat auf fast jeder RPWL-Tour. Hier sind wir jetzt im Aufnahmeraum. Es hat sich einiges an Boxen und Amps angesammelt. Eine alte 412er Marshall. Das ist die Dieselbox passend zum VH4, die ich auch mit Blind Eagle live dabei habe. Das ist ein ganz alter 74er Fender Twin Reverb, der auch immer mal wieder im Studio zum Einsatz kommt. Live nehme ich ihn kaum mit, weil er eigentlich zu schwer ist. Boogieboxen in allen Größen, für alle Lebenslagen, für Nightliner, für Sprinter oder auch mal für einen Flieger, wenn man irgendwie genug Frachtgutscheine hat. Und das ist tatsächlich eben mein altes RPWL-Rack gekauft, irgendwie Anfang der 90er. Und jetzt kommen wir zu einer meiner absoluten Lieblingsgitarren. Ist vielleicht auch die teuerste, die ich habe und eine der schönsten definitiv. Ist auch eine Nick Huber Dolphin, aber diesmal nicht so schlicht, sondern ein wunderschöne Ahorndecke. Komplett Palisanderhals. Wir haben das ja bei Nick schon in der Werkstatt gesehen. Super Gitarre habe ich jetzt auch schon seit fast 10 Jahren. Und ist, glaube ich, so ein bisschen die Hauptgitarre von Blind Eagle. Ist extrem tight, hat extrem viel Energie. Ein besonderes Stück, weil es ein Unikat ist, wurde mir von meinen ganzen Freunden zum 30. Geburtstag geschenkt. Ist eigentlich eine Dan Electro Gitarre, umgebaut in Kall Electro. Und das ist genau. Ganz maßgeblich beteiligt bei der World Through My Eyes und auch bei der Trying to Kiss the Sun, wo wir sehr viel mit indischen Sounds experimentiert haben. So, und als letztes vielleicht noch auch eine Gitarre, die ich seit vielen, vielen Jahren mit mir rumtrage. Das ist eine alte ESP Telecaster. Damals, glaube ich, aus den frühen 80ern musste es sein, vielleicht sogar 1980. Ist ein bisschen modifiziert, habe ich jemand abgekauft, der, glaube ich, die nicht so richtig wertgeschätzt hat. Unglaublich tolle Gitarre.
Also Stimmung in der Band ist fantastisch. Also alle waren halt energiegeladen bis zum geht nicht mehr. Wir haben uns das erste Mal im Proberaum getroffen, Hallo gesagt und 10 Minuten später haben wir Musik gemacht. Und das Schöne ist aber einfach, da ist so ein gegenseitiger Respekt da. Man ist sofort zu Hause. Von Anfang an herrschte ein extrem toller Spirit in der Band. Das war nicht nur im Proberaum irgendwie merkbar, sondern bei jedem Gig. Mir hat es total getaugt, dass es gleich losging. Was Rock angeht, wenn man zu lange sitzen lässt, wird alles verkopft. Als wir in Rüsselsheim das erste Mal auf dem Konzert gespielt haben, war ich selber davon überrascht, wie gut das eigentlich wirklich funktioniert. Es war die erste Band, die ich erlebt habe, wo sofort alle beim Anfangsriff vorne standen. Ich glaube auch, dass man das auf der Bühne immer auch merkt, ob die Leute miteinander klarkommen. Da war mir schon klar, eigentlich vom ersten Konzert dieser Tour an, dass das irgendwie nichts ist, was wir jetzt nur auf dieser Tour zusammenwürfeln, sondern was erstmal so bleibt. Und weil es einfach sich so anfühlte wie eine Band. Vom Zusammenhalt. Also da war ja die NAMM-Tour schon irr. Und mit Liquid ist, also wenn ich nicht schon verheiratet wäre, ich würde alle heiraten. Darf man ja jetzt. Erster Gig im Rind in Rüsselsheim. Toller Club, haben wir schon oft gespielt. Und ich war derartig weg von dieser Energie, die von der ersten Sekunde an von der Band aus losging. Also, dass es so geil ist, damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Ich glaube, die ganze Band hat damit nicht gerechnet. Wir haben gleich den ersten Song so ein bisschen verkackt. Aber ich glaube, es ist kaum jemandem aufgefallen. Wir haben da diesen ersten Song gleich so ein bisschen an einer Stelle verlängert oder verkürzt oder sonst was. Aber wir haben doch gleichzeitig aufgehört. Das war doch das Wichtigste. Genau. Und ich meine, wie witzig war denn bitte, wie Scott halt plötzlich diese Guitar-Battle-Geschichte angesagt hat. School, Guitar Battle. Und dann plötzlich geht ihr beiden wie die Gladiatoren nach vorne. Wir standen mit Michi hinten, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht gesehen. Wir haben uns so totgelacht. Also ja. wir haben ja nicht über Choreografie oder sowas gesprochen nicht. Auf der Bühne. Es war klar, es gibt irgendwie dieses Gitarren-Solo-Ding, aber das haben wir ja auch nicht zu Ende geprobt. Wir haben einfach nur gesagt, das passiert bei dem Song ungefähr an der Stelle. Und ungefähr so lang. Ungefähr so lang. Ja, aber genauso war es ja in Rüsselsheim auch mit den englischen Ansagen. Ne? English ist, als Amerikaner, English is just closer to my heart. And as soon as I start to play music, to sing music, ich kann gar nicht anders als zu switchen. Das ist nah an meinem Herzen. Ich müsste mich verkleiden, um ins Deutsche zu kommen. Und ich müsste anfangen, tatsächlich nachzudenken. Okay. Weil ich bin dann im Modus and I'm pumping it, I'm working it, I'm rocking. And to go back is just too difficult for me. As I said, it's my native tongue and it's how I rock. Aber es haben sich ganz viele Sachen dann so eingetreten, die man immer so ein bisschen ähnlich gemacht hat. Ja. Also ob das ist bei Obsession, wo alle nach vorne gehen und so. Es hat dann dazu geführt, dass auf der Lorelei der Laufsteg vorne, der großartig war, aber war eigentlich fast schon zu eng für uns. Der war zu eng. Alle 3 Mann da vorne war eine Band, wo alle vorne stehen wollen. geil. Wir haben auf der Tour jedes Konzert mitgeschnitten. Eigentlich nur für uns, auch damit man ein bisschen Kontrolle hat. Aber als Sebastian die Idee hatte, wir sollten doch ein Live-Video machen, einfach nur, lasst es uns versuchen. Vielleicht wird es ja auch nichts, vielleicht ist die Idee mit der One-Shot-Kamera gar nicht so gut. Weil es nun schon 1000 Bands gibt, die normale Konzerte gefilmt haben, wollten wir irgendwas Besonderes uns ausdenken. Und dann kam ich mit meinem geschätzten Kamerakollegen Sebastian Bock auf die Idee, dass es ja, glaube ich, kein One-Shot-Video in der Musikbranche gibt. Also es gibt sicherlich Musikvideos, die so gedreht sind, aber keine Konzerte. Wir haben zumindest keins gefunden. Und man ist sozusagen, startet in der Backstage, geht mit der Band auf die Bühne, schaut auch mal ins Publikum. An 2 Stellen geht er auch ins Publikum und schaut dann sozusagen aus der Perspektive, aus dem Blickwinkel des Publikums auf die Bühne. Ist dann aber wieder auf der Bühne, ist bei Michi hinten, stört nicht, überhaupt nicht. Und es ist sozusagen der unsichtbare Zuschauer, der auf der Bühne das Konzert mitschauen kann. Wir waren dann vom Ergebnis so überzeugt. Wir wollten irgendwie damit was machen. Man soll sich das mit nach Hause nehmen können. Das ist einfach für uns so was Besonderes. Und ich denke auch, dass es für die Fans auch was Besonderes ist. Und haben aber noch zusätzlich noch die Lorelei, den Auftritt beim Night of the Prog Festival mitgeschnitten. Und
Ehrlich gesagt, wir waren überwältigt. Das war echt ein toller Gig, obwohl wir die einzige Band auf dem Festival waren, wo es wirklich gestürmt hat und geregnet hat. Ja, auf jeden Fall super, super Erinnerung und finde ich auch würdig, dann ein Live-Album zu machen. Da hat wirklich, finde ich, sehr viel zusammengepasst. Und ich glaube, auch der Gegensatz, du hast dieses kleine Clubkonzert, du hast den großen Open-Air-Gig und beides zusammen, glaube ich, spiegelt total das wider, was wir eigentlich an Energie und Spirit in dieser Band nach außen gebracht haben. Und deswegen freut es mich natürlich ganz besonders. Jetzt kommt ja gleich eine meiner Lieblingsstellen. We're so happy to be here with you today. Are you ready to have some fun with us tonight? Are you ready to have some fun with us tonight? All right, because we are going to seriously kick some ass! Loreley war fantastisch. Das war natürlich ein unglaubliches Feeling, wenn so viel Feedback vom Publikum zurückkommt. Allein schon wegen der Masse der Leute. Allerdings ist dieses Club-Feeling natürlich auch nicht, das möchte ich nicht vermissen. Ein Musiker braucht es, den direkten Kontakt zum Publikum. Und wenn die Stimmung im Raum super ist, wie sie im Logo auch war, dann ist es großartig, weil es halt einfach so nah dran ist und so direkt ist und halt ein stickiger Club irgendwie, das macht halt total Spaß. Aber logischerweise würde jeder Musiker lügen, wenn er sagt, dass das Loreley-Ding keinen Spaß macht. Also das ist unfassbar, wenn du da rausgehst und siehst die Tausende von Leuten da, die da stehen und halt dich anjubeln. Und dadurch, dass wir aber im Regen geblieben sind und uns nicht zurückgezogen haben, sondern im Prinzip da raus sind und mit ihnen auch we got wet with them. Ja, ich glaube, wir haben hier Vertrauen gewonnen. Und eigentlich denkst du als erstes so, scheiße, jetzt regnet das, jetzt gehen die bestimmt. Und es tat dieser Stimmung absolut keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Also die Leute sind halt ausgerastet und haben sich dann irgendwie ein Regenponcho aufgesetzt und haben weitergemacht. Are you guys all right out here? It sucks. But who cares, right? It's the weekend. You're here, and this rain is not gonna stop us. Und genau sowas macht es einfach besonders. Das kannst du auch, den Regen kannst du nicht bestellen. Und nein, du willst ihn nicht. Aber er macht dann einen einmaligen Moment draus. Genau. Und entweder you embrace it or you run away. We embraced it. The song's about sunshine, not about storm. Es war wirklich ein ganz großes Miteinander und da kam ein ganz besonderer Spirit auf. Und dann kam auch noch Never Escape the Storm, also das hätten wir es bestellt. Ja, wie der Julian da vorne stand und soliert hat. Ich habe mir noch überlegt, kann er eigentlich einen Stromschlag kriegen und wird er dann noch schneller spielen als sonst? Ja. Aber offensichtlich ging alles gut. Ja. Und deswegen war uns eigentlich klar, wir müssen das auch veröffentlichen. Also das darf nicht irgendwo in der Schublade verschwinden. Man muss diese Stimmung noch mal aufnehmen können und möchte das auch noch mal erleben. Also wir wollen es für uns schon allein deswegen noch mal erleben. Und ich glaube, es sind auch viele Leute, die da auch noch mal diese Stimmung eintauchen möchten. Speak the Truth, besonderer Song für mich. Deswegen auch besonders, weil das war ja eigentlich unsere Feuertaufe, wenn man so will. Bitte einen Riesenapplaus für Scott Balaban. Weil wir im November, letzten November, im Lindenkeller während des RPWL-Konzerts haben wir quasi kleine Vorpremiere gefeiert und haben zu zweit diesen Song akustisch performt. Und das war natürlich eigentlich als Startpunkt großartig. Ja, finde ich auch. Also damals hat es mir schon so getaugt. Und ich weiß noch, wie wir es gespielt haben im Lindenkeller. Ich habe mir überlegt, und wenn wir jetzt noch Strom durch die Gitarre jagen würden und das Schlagzeug ganz groß einsetzen würden. Ja? Also man hat es ja als Musiker natürlich auch im Ohr. So, das wäre jetzt so geil, wenn der Break kommen würde. Deswegen freut es mich auch, dass wir jetzt dieses Doppelpackage haben. Einmal die große Open-Air-Bühne, wir haben einmal den kleinen Club, beides komplett unterschiedliche Konzerte. Deswegen denke ich, wir sind an beiden Plätzen gut aufgehoben. Also vielleicht im Logo sollte man die Lampen ein bisschen höher hängen, weil ich stehe ganz gern mal auf hinterm Schlagzeug und ich habe immer noch ein paar Kratzer hier oben. Ich glaube, da kann sich jeder davon überzeugen. Wir haben auf jeden Fall einen Riesenspaß damit.